Sehr geehrte Damen und Herren, das vom Documenta-Institut konzipierte und gemeinsam mit der Documenta und Museum Fridericianum GmbH organisierte Symposion, die Documenta 15 als Zäsur, Kunst, Politik, Öffentlichkeit, zu dem ich Sie gemeinsam mit Heinz Bude sehr herzlich hier in der UK 14 in Kassel und im digitalen Raum begrüße, wurde ursprünglich unter den Eindrücken der Documenta 15 und ihren Nachwirkungen geplant. Heute nun findet es in einer weltpolitischen Lage statt, unter dem Eindruck der barbarischen Terrorakte der Hamas am 7. Oktober, unter den Eindrücken der kriegerischen Folgen, unter dem Eindruck von zunehmendem Antisemitismus in Deutschland sowie den polarisierten Debatten darum und gewinnt dadurch leider eine vollkommen neue und ungeahnte Aktualität. Vor dem skizzierten Hintergrund ist auch der Arbeitsprozess der Findungskommission für die künstlerische Leitung der Documenta 16 zunehmend unter Druck geraten. Nach den Rücktritten von Bracha-Lichtenberg-Ettinger und Ranjit Hoskoti vergangene Woche haben nach intensiven Gesprächen zwischen der GmbH, den Gesellschaftern und den verbliebenen Mitgliedern der Findungskommission Simon Jami, Gong Yen, Katrin Romberg und Maria Ines Rodriguez gestern Abend ihren Rücktritt aus der Kommission erklärt. Die Documenta wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, den Findungsprozess der Documenta 16 völlig neu zu starten und das erst dann zu tun, wenn die Organisationsuntersuchungen über die Strukturen mit der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat abgeschlossen sein werden. Und das heißt, wir befinden uns diesbezüglich in einem Full Stop und auf dem Weg zu einem Neustart. Es geht darum, das durch die antisemitischen Vorfälle der Documenta 15 verlorene Vertrauen wieder aufzubauen und die Documenta optimal in die Zukunft zu führen. Es bedarf einer konsequenten Distanzierung von jeglicher Form von Antisemitismus. Die Ereignisse des Sommers 2022 dürfen sich nicht wiederholen. Und nur so kann nach den Geschehnissen der Documenta 15 ein echter Neuanfang gelingen. Die Documenta 15 im Sommer 2022 war Brennpunkt einer Debatte über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Sie kam mit ihren antisemitischen Verfehlungen einer gesellschaftlichen Zäsur gleich. Welche Wirkung entfaltete die Ausstellung in Kunst, Politik und Gesellschaft? Hier knüpft das Symposion mit seinen Impulsen heute und morgen an. Es geht hier nicht darum, zu analysieren, welche Fehler von wem gemacht worden sind oder welche Vorkehrungen für die Documenta 16 getroffen werden müssen. In konzentrierten Gesprächen soll es vielmehr darum gehen, inmitten einer polarisierten Debatte Raum zu schaffen, um einzelne Punkte im konzentrierten Gespräch zu betrachten und hier hoffentlich neue Akzente für die Sicht auf die Dinge zu setzen. Ich freue mich auf unsere Gäste Nicole Deitelhoff, Klaus Holz, Jael Kupferberg, Thomas Macho, Meron Mendel. Amim Nasseh musste sich leider kurzfristig krankheitsbedingt entschuldigen und ich sende ihm von hier meine besten Genesungswünsche, aber auch Maria Neumann und Nathan Schneider. Sie alle kommen in einer Folge von Gesprächen zu Wort, durch die Heinz Bude moderierend führen wird. Nathan Schneider wird leider nur digital bei uns sein, da eine Anreise für ihn nicht möglich war, ebenso wie Thomas Macho. Es geht um den Streit über eine Ausstellung der Gegenwartskunst und um die Frage, welche Rolle eine europäisch orientierte Moderne in einer Weltgesellschaft spielt, die nicht mehr allein von Europa aus zu begreifen ist. Den Hintergrund für das Symposion bildet ein Forschungsprojekt über die Documenta 15 als Publikumsereignis und Diskursort, das von Meron Mendel und Heinz Bude geleitet wird. Die Publikation ist für 2024 geplant. Ich freue mich nun sogleich auf Grußworte unserer stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Staatsministerin Angela Dorn, die aus Wiesbaden heute Abend zu uns gekommen sind, unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Dr. Sven Schöller und von Sari Golan, der Chefkuratorin des Museums of Israeli Art in Kassels Partnerstadt Ramat Gan, die trotz der aktuellen Lage in Israel heute ihren Weg zu uns gefunden hat und eine Grußnote sprechen wird. Danke dafür, liebe Sari. Ich wünsche uns allen nun anregende, konzentrierte Gespräche und ich darf damit das Wort an Staatsministerin Angela Dorn übergeben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Sven Schöller, sehr geehrter Herr Ministerpräsident AD, Herr Eichel, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister AD, sehr geehrter Herr Professor Hoffmann, sehr geehrter Herr Professor Bude, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinschaft,
sehr geehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Förderer, Freundinnen und Freunde und kritische Begleiterinnen und Begleiter der Documenta, liebe Frau Professorin Deitelhoff, lieber Herr Professor Mendel. Und nicht zuletzt, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die ja auch zahlreich heute erschienen sind, nicht zuletzt natürlich auch wegen den aktuellen Entwicklungen. Ich möchte Ihnen zu Beginn von einer Begegnung in dieser Woche erzählen. Ich habe mich in dieser Woche in meinem Ministerium mit jüdischen Studierenden zum Austausch getroffen. Studierende an hessischen Hochschulen, die eigentlich die gleichen Interessen haben wie andere Kommilitoninnen und Kommilitonen auch. Sie wollen lernen, sie wollen die Welt kennenlernen, sie wollen Freunde finden, sie wollen feiern. Aber vor mir saßen junge Menschen, in deren Gesichter größte Sorgen zu lesen waren. Junge Menschen, denen die Angst buchstäblich im Nacken saß. Ja, man konnte es an ihrer Körperhaltung sehen. Junge Menschen, denen kaum noch zum Lernen und schon gar nicht zum Feiern zumute ist, die sich zurückziehen, weil sie auf dem Campus angefeindet werden, weil sie das Gefühl haben, weder unterstützt noch geschützt zu werden. Ich sage hier auch bewusst das Gefühl haben. Als Deutsche jüdischen Glaubens, mitten in Hessen, an unseren Hochschulen. Und ich gehe einen langen, langen Schritt zurück zu den Auschwitz-Prozessen. Als in den Auschwitz-Prozessen bundesdeutsche Polizistinnen den verurteilten Mittätern am Massenmord salutierten, rund 20 Jahre nach der Shoah, sagte Fritz Bauer, Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil und den größeren sehen wir nicht. Er meinte den Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Sichtbar ist nur die Spitze, das Problem aber geht weit tiefer. Als wir uns bei der Kulturministerkonferenz im Herbst letzten Jahres ausgiebig mit der Documenta 15 befasst haben, mit den unentschuldbaren Grenzüberschreitungen, die wir dort erlebt haben, habe ich dieses Bild aufgegriffen. Die sichtbare Spitze des Eisbergs. Das war der offenbar der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst, der ausgestellte Antisemitismus. Ich habe bei der Kulturministerkonferenz deutlich gemacht, dass die Aufarbeitung der antisemitischen Vorfälle der Documenta 15 in meiner Verantwortung liegen. Dass Fehler gemacht wurden von der damaligen Geschäftsführung, dass wir eine falsche Struktur der Documenta hatten und dass auch die Gesellschafter, Land und Stadt Fehler im Umgang mit Antisemitismus auf der Documenta gemacht haben. Und ich habe deutlich gemacht, dass die Verantwortung aber auch darüber hinausgeht. Dass es mit der alleinigen Aufklärung nicht getan sein wird und dass die Lehren aus der Documenta für alle Kulturministerinnen und Kulturminister relevant werden, weil wir es mit einem Eisberg zu tun haben, weil die Probleme tiefer reichen. Und zu Beginn gab es gegen das Bild des Eisbergs durchaus noch Widerspruch, denn diese Erkenntnis, ja, sie schmerzt. Kulturministerinnen und Kulturminister stellen sich schützend vor ihre Institutionen, stellen sich schützend vor die Kunst. Kastellaner und Kastellaner stellen sich schützend vor ihre Documenta. Aber aus anfänglichen Zweifeln ist Kraft entstanden. Es ist die Erkenntnis gereift, dass wir Kunst und Kultur nicht schützen, wenn wir den nicht sichtbaren Teil der Probleme wegreden. Das gilt für die Documenta, das gilt aber auch für die Debatte über die Documenta hinaus. Die Documenta ist für die Kulturpolitik in unserem Land zu wichtig, um sie alleine zu betrachten. Ihre Bedeutung ist zu groß. Wir sind noch am Anfang und wir erleben Rückschläge. Aber wir sind auf dem Weg. Wir lernen dazu und wir lernen, wie ein Umgang mit Grenzüberschreitungen aussehen kann. Ein Umgang, der die Kunstfreiheit schützt und trotzdem klar macht, bis hierhin und nicht weiter. Denn alles hat Grenzen. Dass wir hier in Kassel und bundesweit Erkenntnisse gewonnen haben und dass wir wissen, wie wir handeln können innerhalb der Kunstfreiheit. Das verdanken wir Menschen, die heute hier sind. Ich danke dabei ganz besonders Frau Professorin Nicole Deitelhoff und der fachwissenschaftlichen Begleitung, die in einer aufgeladenen, extrem polarisierten Situation unter der größten Anfeindungen für uns als Gesellschafter eine scharfe Analyse erarbeitet haben und uns Empfehlungen gegeben haben. Die Spitze des Eisbergs, die in Kassel aufgetaucht ist, ragt weiter sichtbar empor. Sie ist nicht weg, aber sie ist jetzt vermessen. Ich danke genauso Herrn Professor Meron Mendel, der vom Beginn an ein konstruktiver wie kritischer Begleiter der Documenta war. Er musste herbe Enttäuschungen erleben auf seinem Weg der Unterstützung und er ist doch bis heute bereit,
Brücken zu bauen. Danke dafür. Und nicht zuletzt begründet die gemeinsame wissenschaftliche Arbeit von ihm mit Professor Butte heute diese Tagung. Für diesen Einsatz, für den unermüdlichen Rat, für die demokratische Haltung dieser Person und vieler weiterer in den letzten Monaten und die Bereitschaft zu streiten und zu verbinden, möchte ich allen, die sich hier angesprochen fühlen und an viele, die ich hier denke, meinen tiefsten Dank aussprechen. Aber der Anspruch von uns allen muss noch größer werden. Dass bei der Documenta 15 gerade in Deutschland Antisemitismus nicht nur gezeigt wurde, sondern auch durch die Art, wie mit den antisemitischen Bildern umgegangen wurde, der Antisemitismus verharmlost und damit verstärkt wurde. Das hat einen schweren Schaden angerichtet. Und deswegen wird der Vertrauensaufbau ein langer Weg sein. Die Documenta geht durch ein tiefes, dunkles Tal. Dabei sollte sie doch Ort der Beflügelung, der Vision oder wie es mal der ehemalige Bundespräsident Gauck sagte, der Eröffnung des Reichtums menschlicher Potenziale sein. Darum muss es jetzt gehen, die Aufarbeitung der Documenta 15, der gemachten Fehler und die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen, trotz aller Rückschläge. Und den jüngsten Rückschlag haben wir jetzt mit dem Rücktritt der Findungskommission erlebt. Und für mich gilt umso mehr, der Schatten der Documenta 15 darf nicht auf der Documenta 16 liegen. Dafür brauchen wir Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, voranzugehen. Und deswegen bedanke ich mich bei Herrn Professor Hoffmann, weil er sich unermüdlich anstrengt, das Vertrauen wieder aufzubauen und er sehr ernsthaft und gewissenhaft alle Schritte der Aufarbeitung geht. Herr Hoffmann hat sicherlich kein leichtes Amt. Und ich würde mir wünschen, dass in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird, wo der Unterschied zwischen dem Sommer 2022 und der jetzigen Zeit liegt. Wenn Fehler passieren, und dabei muss man auch betonen, die Findungskommission wurde vor seiner Zeit besetzt, dann packt Herr Professor Hoffmann sie an. Herr Hoffmann, ich bin dankbar für Ihre klare Haltung zum Thema Antisemitismus und israelbezogenen Antisemitismus. Und ich bin genauso dankbar, dass Sie es sich zur Aufgabe machen, diese schwierige Balance zwischen Kunstfreiheit und Schutz vor Diskriminierung auszuloten. Denn das ist unsere Aufgabe, einen Diskurs zu führen, ohne dass es eine Werteverschiebung beim Antisemitismus gibt. Und gerade denen die Documenta zu Recht so am Herzen liegt, sage ich, wir sind in einer ernsten Phase, nach wie vor. Und gerade jetzt brauchen wir viele, die mit uns daran arbeiten, dass die Documenta 16 frei wird von dem Schatten der Documenta 15. Das geht nur durch Haltung und durch Aufarbeitung. Und das ist die gemeinsame Aufgabe der Gesellschaft, eben auch der Freundinnen und Freunde, der Förderinnen und Förderer der Documenta. Die Zukunft der Documenta, davon bin ich fest überzeugt, hat unsere aller Anstrengungen verdient. Und jetzt möchte ich zum bittersten Teil kommen, zu dem, was lange nicht so klar sichtbar war, zum ganzen Eisberg. Nach dem 7. Oktober, nach den barbarischen Terrortaten der Terrororganisation Hamas, dem größten Morden und Abschlachten von Jüdinnen und Juden seit der Shoah und der Verletzung aller Grundsätze von Menschlichkeit und Menschenwürde, hat sich dieser Berg weltweit bedrohlich erhoben, vor unser aller Augen. Und das nicht zufällig, sondern weil die Hamas wollte, dass wir alle zuschauen. Das Jubeln über das zynische Auslöschen von Jüdinnen und Juden, die Freude daran, Menschen auf die unmenschlichste Art und Weise zu quälen. Doch die Trauerkundgebung zum Hamas-Terror waren hier keine Massenveranstaltungen. Und schnell hörte man die ersten Ja-Aber-Äußerungen. Und das auch von namhaften Intellektuellen, wie beispielsweise auf der Frankfurter Buchmesse, wo nur 10 Tage nach dem Attentat Slavoj Žižek bei seiner Eröffnungsrede keinen Raum ließ für das Innehalten und die Trauer über die Opfer des Terrorangriffs. Frau Professorin Eva Illouz beschreibt, wie sich gerade Jüdinnen und Juden in Israel und in der Welt von der politischen Linke im Stich gelassen fühlen. Die Mitleid für die Zivilbevölkerung des israelischen Vergeltungsschlages haben, aber nicht für die Opfer der Hamas. Und sie analysiert sehr klug die Rede von Žižek. Nein, er habe nicht nur die Hamas und die Führung Israels verglichen, er hat sie in Analogie gesetzt. Und 2 Tage später, also 12 Tage nach dem Beginn des barbarischen Terrors, erscheint in einem der einflussreichsten US-Kunstmagazine ein Aufruf tausender Künstlerinnen und Künstler, die ausschließlich vom Leid in Gaza handelt. Und damit Sie mich nicht missverstehen,
Auch mich schmerzt das Leid in Gaza. Ich trauere um alle Opfer. Doch warum ist es für so viele Intellektuelle nicht möglich, das bestialische Morden der Hamas klar zu verurteilen und das Selbstverteidigungsrecht Israels klar auszusprechen? Ohne ein Aber noch im selben Atemzug, ohne schon in der nächsten Sekunde über den Kontext zu sprechen. Navid Kamani hat das treffend als das Schweigen vor dem Aber genannt. Während die mordende Terrorgruppe Hamas die palästinensische Bevölkerung als menschliche Schutzschilde missbraucht, wird gegenüber der Selbstverteidigung Israels schnell nach Verhältnismäßigkeit gerufen. Und hier möchte ich aus der aus meiner Sicht großen Rede von Vizekanzler Habeck zitieren. Natürlich muss sich Israel an Völkerrecht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist, wer würde solche Erwartungen an die Hamas formulieren? Es beschämt mich als verantwortliche deutsche Politikerin, dass in meinem Büro jüdische Studierende sitzen, die auf dem Campus ihrer Hochschule Angst haben. Es beschämt mich, wenn der Zentralratsvorsitzende Dr. Schuster die aktuelle Kulturszene so beschreibt und empfindet, dass er ein dröhnendes Schweigen wahrnimmt. Und ich glaube, er hat in weiten Teilen recht. Es gibt einen wachsenden intellektuellen Antisemitismus, meine Damen und Herren. Dieser kommt hinzu zu diesem seit Jahren erstarkten Antisemitismus von rechts. Vergessen wir nicht, dass bei der Landtagswahl in Hessen die AfD in dem ersten westdeutschen Flächenland zweitstärkste Kraft wurde. Und dieser intellektuelle Antisemitismus kommt hinzu zu einem wachsenden Antisemitismus von Menschen mit Migrationshintergrund, die durch den Islamismus beeinflusst werden. Leider traurige Realität auf unseren hessischen Schulhöfen. Und dieser intellektuelle Antisemitismus kommt dazu und stärkt den immer noch vorhandenen Antisemitismus aus der Mitte, aus unserer Mitte in Deutschland. Das Achtlose, so sind die Juden halt. Es darf keine intellektuelle Herleitung von Antisemitismus geben und deshalb ist der intellektuelle Antisemitismus so gefährlich. Er stellt den Terror der Hamas als legitime Antwort auf die Politik Israels dar. Er rechtfertigt Verbrechen. Wir dürfen in unserer Haltung weder gleichgültig noch ausweichend reagieren. Es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland, Europa und im Rest der Welt wieder täglich um ihr Leben fürchten müssen. Und da zitiere ich aus dem Bericht der Expertenkommission der fachwissenschaftlichen Begleitung. Das Gremium ist der Überzeugung, dass die Ereignisse auf der Documenta 15 notwendig über diese hinausweisen und eine gesellschaftliche Debatte über Antisemitismus und Kunst bzw. allgemeine Diskriminierung und Kunst dringend erfordern. Was eine Gesellschaft aushalten will, wie sie Kunst versteht und welche Erwartungen sie an diese richtet, wird insbesondere in einer Phase, in der der Kunstbegriff und auch die Kunstvermittlung in ihren Konturen immer mehr aufweichen, von zentraler Bedeutung sein, um Vorfälle wie jene auf der Documenta 15 zu vermeiden. Dieser Bericht kann diese Debatte nicht ersetzen. Er kann sie bestenfalls mit anstoßen. Die Debatte ist angestoßen. Sie wird intensiv heute und morgen hier geführt und ich hoffe noch an vielen anderen Stellen. Sie ist dringlicher denn je und sie muss uns ins konkrete Handeln bringen. Denn es ist kein abstrakter Diskurs, den wir führen. Ich habe im Gespräch mit den jüdischen Studierenden sehr intensiv erlebt, ja, ich habe es geradezu gespürt, was Antisemitismus für ihren Alltag bedeutet. Sie und alle Jüdinnen und Juden erwarten zu Recht von uns gerade heute einen Konsens. Einen Konsens, was es bedeutet, wenn wir in Deutschland sagen, nie wieder. Denn nie wieder ist jetzt. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dorn, sehr geehrter Herr Professor Hoffmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Angesichts der aktuellen Lage, in der sich die Documenta befindet, erlauben Sie mir in Erweiterung der eigentlichen Thematik dieses Symposiums einige grundsätzliche Bemerkungen zu dem weltweit einzigartigen Ausstellungsformat der Documenta, ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft. Schauplatz der ersten Documenta, nur wenige Meter von hier entfernt,
war das kriegszerstörte Museum Fridericianum. Die von dem Kasseler Maler und Gestalter Arnold Bode ins Leben gerufene Ausstellung verfügte damals unter anderem die Aufgabe der Rehabilitation von Künstlerinnen und Künstlern, die unter dem faschistischen und antisemitischen Naziregime in Deutschland als entartet, diffamiert waren. Beckmann, Chagall, Lehmbruck, Picasso, Nolde, Kandinsky, Klee, um nur einige wenige zu nennen. Das Thema der Unterdrückung künstlerischer Äußerung und Betätigung, wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus erfolgte, begleitete die Documenta in ihren ersten Tagen. Arnold Bode war wegen seiner politischen Überzeugung von den Nationalsozialisten 1933 aus seiner Stellung als Kunstdozent entfernt worden. Der kunsthistorische Leiter der ersten Documenta-Ausstellungen, Werner Haftmann, hingegen war Mitglied der NSDAP gewesen. Ein Vorgang, der seinerzeit kein großes Aufsehen erregte, war es doch nichts Ungewöhnliches im Nachkriegsdeutschland, dass ehemalige Nationalsozialisten und auch Antisemiten im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben bedeutende Aufgaben und Stellungen einnahmen. Die Documenta war eben schon immer in jeder Hinsicht ein Spiegel ihrer Zeit. Sie ist ein Resonanzraum weltweit aktueller gesellschaftlicher Themenfelder und eröffnet den Raum zum künstlerischen Diskurs. Die Schwierigkeiten, vor denen die Documenta aktuell steht, sind der beste Beweis dafür, dass die Ausstellung nichts an ihrer Eigenschaft und Fähigkeit eingebüßt hat, den zeitgenössischen Zustand der globalen Gesellschaft und ihre Problemfelder zu reflektieren. Das Thema Antisemitismus, das Gegenstand dieses Symposiums ist auf der vergangenen Ausstellung offen zutage getreten. Und auch die jüngsten Vorgänge um Rücktritte von Mitgliedern der Findungskommission haben unter ganz unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven etwas mit diesem Thema zu tun. Wie wir es insbesondere seit dem Terrorangriff der Hamas erleben, ist verschärft um sich greifender Antisemitismus nicht nur ein Problem im Gazastreifen, sondern auch hier bei uns, auf unseren Straßen und weltweit. Die Documenta ist nur ein Spiegel ihrer Zeit. Und Antisemitismus ist kein spezifisches Problem der Documenta, sondern er ist ein Problem der globalen Gesellschaft und, meine Damen und Herren, wir müssen ihn bekämpfen. Die Documenta löst die Probleme der Welt nicht, sie zeigt sie nur auf. Und was sagt es über den Zustand der Welt, wenn nun manche davon reden, die Documenta stünde vor dem Untergang? Weder die Welt noch die Documenta steht vor dem Untergang. Aber wir sind an einem Punkt, an dem wir von Neuem beginnen. Und die wesentliche Aufgabe, die vor uns liegt, ist es, verloren gegangenes Vertrauen in die Documenta wiederherzustellen. Die Geschäftsführung und die Aufsichtsratsvorsitzenden der Documenta G GmbH arbeiten hierfür sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Und zwar ist in den vergangenen Tagen nach den Rücktritten der Findungskommissionsmitglieder Bacher, Lichtenberg, Ettinger und Ranjit Hoskoti ein wesentliches Anliegen, über die Geschäftsführung mit den verbliebenen Mitgliedern der Findungskommission einen intensiven Austausch über die Optionen der Fortsetzung oder auch Unterbrechung
des Findungsprozesses zu führen. Wir respektieren die Rücktritte der Mitglieder der Findungskommission und richten den Blick nach vorn. Dabei sind wir davon überzeugt, dass ein Neubeginn des Findungsprozesses erst dann sinnvoll ist, wenn die Documenta eine klare Struktur und Haltung darüber entwickelt und beschlossen hat, unter welchen Rahmenbedingungen die künftigen Ausstellungen stattfinden. Den im Raum stehenden Verdacht, die Maßnahmen zur Begegnung von Antisemitismus ließen eine unter den Gewährleistungen künstlerischer Freiheit veranstaltete Documenta nicht zu, müssen wir restlos ausräumen. Hierfür werden wir dem Aufsichtsrat der Documenta und Friderizianum G GmbH die in den vergangenen Monaten erarbeiteten Maßnahmenvorschläge, einschließlich der Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Organisationsuntersuchung, vorlegen. Und meine persönliche Auffassung, die ich auch im Kreis des Aufsichtsrats und auch gegenüber dem Land einbringen möchte und einbringen werde, ist, dass die Rückgewinnung von Vertrauen Transparenz benötigt. Meine persönliche Vorstellung ist, dass wir einen transparenten Prozess und auch einen Prozess unter Einbeziehung von Beteiligung führen sollten, bevor wir im zuständigen Gremium endgültig darüber beschließen, welche konkreten Maßnahmen wir nun unternehmen wollen. Bis dahin, bis klar ist, welche Rahmenbedingungen vorliegen, muss der Findungsprozess ausgesetzt sein. Ich bin der Meinung, dass wir der Documenta diese Zeit geben sollten. Sie hat es verdient. Vielen Dank. Hello, everyone. First, I'm not that tall, so sorry. And second of all, I will be speaking English and not German. I hope it's okay. First of all, my name is Sari Golan. I come from Ramat Gan, Israel, but I was born in Kibbutz Urim on the border of Gaza. And I'm really feel emotional to be here today, coming here through times that are really, there are no words to describe the horrors that are happened and still happening now in Israel. I want to first thank the opportunity to be here, to Kassel City and the Documenta and everybody. I will not start to name all of the important people in here, sorry. Just pronouncing half of the names is hard for me. So, first of all, I want to do something that is more personal, and if you can do it with me, I will appreciate it. I want us just to take a few seconds to just maybe be silent and just remember all of the people who are now murdered and kidnapped in Israel. Especially, I want to mention 4 names of my extended family from the Chetzroni family, Avia, Ailus, and the 2 twins who were just 12, Yanai and Liel. So if you can please just take a few minutes to breathe with me and to remember them.
Thank you. It was important to me to come here, even though Israel is now being bombed. Just at 5 p.m. there were bombing and alarms in my city, Ramat Gan, in Tel Aviv, and all around. To leave my own family and kids at home and to be here, this is how much the Documenta means to me, and this is how much Kassel means to me. I want to introduce myself, first of all, professionally and personally. I'm the chief curator of the Ramat Gan Museum of Israeli Art, but I'm also an activist, a feminist activist, and as you can understand, also a mother. I grew up in a kibbutz in the south of Israel, and many of the people who I went to school with for 12 years are now kidnapped in Gaza as we speak. But I am here not just to say these things, and I appreciate you really, as much as I can understand your German, your support. But I wanted to say that since the partnership, we started the partnership last June, and then eventually coming here on last August, I felt really welcomed in Kassel and really welcomed by the Documenta team and of course Professor Hoffman and the mayor especially. And I was invited already then to be here, and I thought how much this symposium is so important to talk about what happened in Documenta 15, which had a lot of problems in it and also good things. Coming from the art myself as a curator, and before that an artist, there I can see complexity in things like art. It's not just bad and good. It's not just wrong and right. Art is very complicated. People are very complicated. And the only way to deal with this kind of crisis, trauma, lack of trust is to talk about these things, to meet and to understand that actually art is the only way to communicate. There is anti-Semitism in the world. There is anti-Semitism in Germany. That's a fact. But I do have a full trust in the Documenta, and I do have full trust in the city of Kassel that there are our true partners of trying to communicate through culture, through art, and to deal with those subjects, but in the way that really will bring a discussion and not just politics, but also artists, curators, and everybody who's in the art world to really discuss those issues. If we will ignore them, they will not go away. If we will just say there's no anti-Semitism in the Documenta, there's no anti-Semitism in the world, it's not true. But I believe that in this Documenta, there's no anti-Semitism. I have my full trust in Andreas. I have my full trust in Sven. And I have my full trust in the process that will now build a new dialogue and a new start for the Documenta that has always been the place to deal with tough questions through art, to deal with trauma, to deal with crisis, to deal with difficulties. The only way to go through trauma and the only way to recover from it is talking about it, dealing with it. I have to say that for me, it was important to speak up here and not just about
Documenta 15, because this discussion about Documenta 15 maybe had to occur long ago, but the fact that it's been researched and it's been talked and they're now doing a deepened work on it and not avoiding any responsibility, I appreciate it. And I want to really say that the world is complicated. Me being an Israeli, it's not easy to stand up here, to come up here right now. But I do believe that only meeting one another as human beings, only meeting one another through the culture, through the arts, will have the ability to overcome this horrible phase and time in history, because culture and arts, it's what separates us from the brutality of animals. This is what makes us human, and we need to remember this part of humanity. So let me be optimistic here for a minute and tell you that I believe in recovery, and I believe in the recovery of the Documenta. I believe in the recovery of Israel. I believe in art. And I really hope that we will have the opportunity to keep building our process with the Documenta and with the Castle City. I want to give special thank you for Wolfgang from the Israeli and German Society, and also to Miki Lazar here from the Jewish community for welcoming me to Kassel as well. I really hope that this is not an end of anything. If anything at all, this is the beginning. Thank you.